Es läuft bei den Bayern-Basketballern nicht so schlecht derzeit, das darf man spätestens seit dem deutlichen Heimsieg über Bamberg im Eurocup mit Fug und Recht behaupten. 13 Siege aus den vergangenen 14 Pflichtspielen sind der Beleg, das Selbstvertrauen beim deutschen Meister entsprechend vorhanden. Doch eins ist auch klar, nicht nachlassen, stattdessen den Schwung der letzten Wochen mitnehmen. Schon am Samstag braucht es erneut 100% gegen das andere Team der Stunde aus der Bundesliga. 6 der letzten 7 Spiele hat Ludwigsburg gewonnen. Aktuell bedeutet das Rang 7. Und das wäre erneut die Playoff-Quali. Die gab es für Ludwigsburg auch vergangenes Jahr. Ja, da klingelt's natürlich bei den Bayern-Fans. Viertelfinale das Duell Gelb gegen Rot, inklusive Buzzerbeater und Wiederholungsspiel am Ende. Eine klare Sache für den späteren deutschen Meister aus München. Schöne Erinnerungen, aber das alles freilich Schnee von gestern. Das Wichtige ist, dass wir klar machen müssen, wie gut Ludwigsburg gerade ist. Sie haben einen guten Lauf, spielen guten Basketball und ist eine sehr, sehr, sehr gefährliche Mannschaft und die werden hier hinkommen und versuchen zu gewinnen und dementsprechend müssen wir gut vorbereitet sein. Jetzt also die Neuauflage im Audi-Dome, das Hinspiel im Schwabenland, eine klare Sache für den deutschen Meister, 93-78 am zweiten Spieltag für die Bayern. Die Ludwigsburger Mannschaft gespickt mit gehörig Qualität. DJ Kennedy, Liga-Topscorer, John Brockman Nummer 1 bei den Rebounds, dazu die Protagonisten der vergangenen Saison und zugleich eine geballte Ladung Erfahrung, Kobe Karl, Michael Stockton oder auch Patrick Flomo. Es ist also angerichtet für eine kuschelige Neuauflage Bayern gegen Ludwigsburg. Das Ganze zudem noch am Valentinstag. Besser geht's nicht.